Du lernst Deutsch, aber du kannst noch nicht fließend sprechen? In diesem Podcast zeige ich dir, warum das nicht an deinem Wortschatz liegt. Viele Lernende denken, sie brauchen mehr Wörter. Doch das stimmt oft nicht. Die meisten kennen schon viel mehr Deutsch. Sie verstehen Texte und Gespräche. Doch wenn sie sprechen sollen, wird es schwer. Das Problem ist nicht dein kleiner Wortschatz. Das Problem ist, dass dein Gehirn Wörter nicht schnell genug findet. Du hast viel Wissen, aber du nutzt es nicht aktiv. Und genau das ändern wir heute. Willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Markus und ich helfe dir, leichter und sicherer Deutsch zu sprechen. Heute schauen wir, warum du trotz großem Wortschatz nicht flüssig sprechen kannst und was du tun kannst. Du verstehst, was dich blockiert. Du bekommst einfache Schritte, die du sofort nutzen kannst. Keine schweren Regeln. Kein Druck. Nur leichte Methoden, damit du die Wörter nutzt, die du schon kennst. Bleib also dran. Danke, Markus. Ich freue mich sehr, heute wieder dabei zu sein. Ich bin Sarah und ich zeige dir, wie du alles im Alltag anwendest. Markus erklärt die Hintergründe. Ich gebe dir Beispiele und kleine Übungen. So kommst du sofort ins Sprechen. Nur durch Übung werden deine Wörter schnell und leicht. Lass uns dafür sorgen, dass Deutsch ein Teil deines Tages wird. Lass mich dir eine Frage stellen. Wie viele Stunden hast du schon deutsche Videos geschaut? Wie viele Grammatikregeln gelernt? Wie oft hast du still zugehört? Und doch passiert immer das Gleiche. Wenn du sprechen sollst, fühlen sich deine Lippen fest an. Deine Zunge wird schwer. Deine Stimme wird leise. Dein Kopf wird leer. Das passiert nicht, weil du etwas falsch machst. Es passiert nicht, weil du dumm bist. Es passiert nicht, weil dein Deutsch schlecht ist. Der Grund ist einfach. Dein Mund ist nicht trainiert. Das sagt dir fast niemand. Du lernst Wörter, du liest Texte, du hörst Podcasts, aber du trainierst nicht die Muskeln für das echte Sprechen. Deshalb bleibt alles gleich. Deshalb fühlst du dich blockiert. Deshalb verlierst du dein Selbstvertrauen beim Sprechen. Deutsch ist nicht nur im Kopf, es ist in deinen Lippen, deiner Zunge, deinem Kiefer und deinem Klang. Wenn du das nicht trainierst, fühlt sich Sprechen immer komisch an. Doch heute endet das. Diese Folge ist anders. Keine langweilige Grammatik, keine Tabellen, kein Wiederholen ohne Gefühl. Heute bauen wir echtes Sprechen auf. Ganz leicht. Ohne Druck. Und jetzt zeige ich dir, wie du das sofort im Alltag übst. Viele denken, man braucht viel Zeit. Doch das stimmt nicht. Du kannst deinen Mund überall trainieren. Auch nebenbei. Zum Beispiel morgens im Bad. Beim Zähneputzen kannst du einfache deutsche Laute formen. Nicht sprechen, nur formen. Dein Mund lernt dabei neue Bewegungen. Oder wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, kannst du kurze Sätze halblaut üben. Ganz einfache Sätze wie ich gehe jetzt los oder ich fühle mich heute gut. Der Inhalt ist egal. Wichtig ist, dass deine Lippen arbeiten. Wenn du kochst, kannst du Wörter bewusst übertreiben. Mach die Silben groß, ziehe die Vokale lang. Das klingt lustig, aber es weckt deine Sprechmuskeln. Und wenn du abends müde bist, setz dich für 1 Minute hin und lies einen kurzen Satz laut. Nicht schnell, sondern klar. Du musst nicht perfekt klingen. Du musst nur klingen. Das ist der Unterschied. Viele denken, sie müssen warten, bis sie Zeit haben. Aber du brauchst keine Zeit. Du brauchst nur kleine Momente. Diese Momente hast du jeden Tag. Und genau in diesen Momenten machst du große Fortschritte.
Wenn du jeden Tag ein paar Sekunden bewusst sprichst, wird dein Mund wach. Deine Lippen werden beweglicher, deine Zunge wird schneller. Die Wörter kommen leichter, die Sätze fließen besser, dein Kopf bleibt nicht mehr leer. Warte also nicht auf die perfekte Situation, nutze den Alltag. Jede kleine Handlung kann eine Übung sein. Genau dann beginnt echtes, flüssiges Sprechen. Bleib bei uns, denn gleich zeigen wir dir die erste Übung, die du sofort probieren kannst. Genau, Sarah, das ist der Punkt. Viele warten auf den perfekten Moment. Wenn ich Zeit habe, wenn ich motiviert bin, wenn ich weniger Stress habe, dann fange ich an. Doch dieser Moment kommt nie. Sprache passiert nicht im perfekten Moment. Sprache passiert im Leben. Und ich sage dir jetzt etwas, das unbequem klingt, aber alles verändert. Du wirst erst flüssig, wenn dein Mund jeden Tag kleine Aufgaben bekommt. Nicht dein Kopf, nicht dein Grammatikbuch, dein Mund. Und das geht so, wie Sarah es gesagt hat, in kleinen Momenten im Alltag. Stell dir vor, du nutzt nur 3 Situationen am Tag. Morgens im Bad, unterwegs zur Arbeit, abends in der Küche. Wenn du in diesen Momenten jeweils 10 Sekunden bewusst sprichst, hast du mehr echtes Training als viele in einer ganzen Woche. Dein Gehirn liebt Wiederholung. Dein Mund liebt Bewegung. Wenn beides zusammenkommt, entsteht echte Sprechflüssigkeit. Nicht perfekt, aber flüssig. Und du merkst schnell eine Änderung. Nicht in einem Monat, sondern oft schon nach wenigen Tagen. Die Wörter kommen schneller. Die Pausen werden kürzer. Dein Körper erinnert sich. Genau darum geht es heute. Nicht Wissen sammeln, sondern Bewegung schaffen. Dein Mund muss lernen, Deutsch wie eine echte Sprache zu formen. Das passiert nicht im Kopf, das passiert im Alltag. Und deshalb zeige ich dir gleich eine Übung, die nur 5 Sekunden dauert und deine Aussprache sofort verbessert. Bleib dran, denn jetzt wird es praktisch. Ja, und ich sage dir jetzt etwas, das viele nicht hören wollen, aber jeder hören muss. Es gibt Gewohnheiten, die dich beim Deutschsprechen bremsen. Dinge, die du jeden Tag tust, ohne es zu merken. Und sie halten dich davon ab, flüssiger zu werden. Ich sage dir klar, was du nicht tun solltest und wie du es richtig machst. Erstens, hör auf, nur im Kopf zu sprechen. Viele denken Sätze still, aber sie sagen sie nie laut. Dein Gehirn glaubt, du übst, aber dein Mund lernt nichts. Laut sprechen ist Training. Leise denken nicht. Mach jeden Satz hörbar, auch wenn du allein bist. Versuch nicht, perfekte Sätze zu bauen. Viele planen zu lange. Sie wollen den besten Satz sagen. Das macht langsam und blockiert. Sag lieber einen einfachen Satz, sofort. Schnell ist wichtiger als perfekt. Übersetze nicht ständig aus deiner Muttersprache. Das macht unsicher und stoppt den Fluss. Denk direkt in Deutsch. Nutze einfache Wörter. Bild kleine Sätze. Analysiere keine Grammatik, während du sprichst. Grammatik gehört in die Lernzeit. In der Sprechzeit zählt der Klang. Sprich laut, kurz und oft. Nutze einfache Sätze. Wiederhole sie am Tag. Hör auf den Klang. Mach es leicht. Übe viele kleine Momente. Das ist viel effektiver als eine lange Session. Diese kleinen Änderungen helfen dir. Sie geben dir Ruhe. Sie geben dir Kontrolle.
Sie bringen dich zu echter Flüssigkeit. Die Wissenschaft zeigt das auch. Flüssiges Sprechen hat weniger mit Wissen zu tun. Es hat viel mehr mit Automatismen zu tun. Dein Gehirn hat 2 Systeme. Ein schnelles System und ein langsames System. Viele Lernende sprechen im langsamen System. Sie denken zu viel. Sie suchen Wörter, sie analysieren Sätze. Das blockiert. Dein Gehirn will sprechen und denken zugleich. Das geht nicht. Muttersprachler nutzen das schnelle System. Sie reagieren, sie denken nicht nach. Genau das kannst du lernen. Dein Gehirn kann neue Muster bauen. Dafür brauchst du kurze Wiederholungen, viele kleine Einheiten, nicht lang. Kurz, oft. So entstehen neue Verbindungen im Kopf, nicht durch lange Listen, durch kleine Sprechmomente. Dein Mund speichert auch Bewegungen. Wie beim Tanzen. Wenn du Laute oft wiederholst, merkt dein Mund die Bewegung. Du sprichst also auch mit deinem Körper. Wenn du deinen Mund trainierst, verschwindet die Blockade. Flüssiges Deutsch entsteht, wenn Kopf und Mund zusammenarbeiten. Du glaubst vielleicht, du sprichst nicht flüssig, weil du etwas nicht weißt. Doch dein Wissen ist nicht das Problem. Der Abruf ist das Problem. Dein Mund ist zu langsam. Dein Kopf versucht, alles zu kontrollieren. Das macht dich langsam. Es stoppt den Fluss. Du denkst nach, statt zu sprechen. Muttersprachler machen das nicht. Ihr Mund reagiert zuerst. Das nennt man automatische Produktion. Und die kommt durch Training. Dein Mund muss öfter sprechen, mutiger sprechen. Nicht perfekt, nur regelmäßig. Dann kommt die Veränderung. Die Wörter kommen früher. Die Pausen werden kürzer. Die Angst wird kleiner. Du merkst plötzlich, dass du es kannst. Nicht wegen mehr Wissen, wegen Training. Genau dort wollen wir dich hinbringen. Viele fragen sich jetzt, wie lange das dauert. Es geht nicht über Nacht. Ich habe lange gelernt, gelesen und gehört. Aber ich habe wenig gesprochen. Ich dachte, ich brauche erst mehr Wörter. Doch als ich meinen Mund jeden Tag trainiert habe, hat sich alles geändert. Nicht an einem Tag, nicht in einer Woche, aber nach 2 Wochen wurde ich schneller. Ich hatte weniger Pausen. Ich musste weniger nachdenken. Mein Mund fand die Wörter früher. Nach ein paar Monaten war es normal, laut zu sprechen. Ohne Angst, ohne Blockade. Das war der große Unterschied. Nicht warten. Jeden Tag ein kleines Training machen. Nur 5 Minuten. Mein Selbstvertrauen wurde stärker. Ich kannte die Wörter immer. Aber jetzt konnte ich sie nutzen. Das kannst du auch erreichen. Okay, und damit bedanken wir uns bei dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge geholfen hat, dann like gern diese Episode. Teile sie mit Freunden, die auch Deutsch lernen. Das hilft uns und vielen anderen. Und bevor wir aufhören, habe ich eine Frage für dich. Welche eine Sache wirst du heute laut üben? Kein großer Plan. Nur eine kleine Übung, die deinen Mund bewegt. Schreib es uns. Wir lesen jede Nachricht. Du bist nicht allein. Jeder Schritt zählt. Bleib mutig. Bleib laut. Gib deinem Mund die Chance zu lernen, was dein Kopf schon weiß. Danke, dass du dabei warst. Und auch von mir ein großes Danke. Es macht Freude, dich auf diesem Weg zu begleiten. Bleib dran. Üb laut. Hab keine Angst vor Fehlern. Du kannst das schaffen. Bis zum nächsten Mal.